Es gab mal eine Zeit in Clash Royale, wo wir uns alle gefragt haben, was ist eigentlich das beste Deck zum Trophäenpushen, was ist das beste Deck in der Grand Challenge oder auch im Clan War. Heutiger Zeit fragen wir uns eigentlich nur, was war das beschissenste Angebot, was es jemals gab und wie kann es noch schlechter werden. Und diese Frage hat ein YouTuber beantwortet. Er hat nämlich als Titel genommen, What's the worst offer in Clash Royale History? Und ich bin wirklich gespannt, was seine Antwort auf diese Frage sein wird. Und ich würde sagen, wir springen sofort rein. Let's go. You've always been able to pay money or gems in Clash Royale to gain some sort of advantage. However, in recent years, Supercell has kind of made it worse and worse to pay money to win. Oh, ey, Bruder, das ist wirklich die Angebote, Junge. Es ist so geil. Es ist wirklich, das ist das, was ich sehen will. Das ist das, was ich sehen will. Leute, die darüber Videos machen, weil das ist einfach so, wenn man nicht zum Aufregen hat, dann guckt man sich sowas an, Digga. With nerfs to beloved features like the Pass Royale and downright manipulation, from writing 10 times value or 5 times value. Also ich muss wirklich sagen, Angebote, die beschissen sind, sind ja schon beschissen. Aber Angebote, wo die schreiben mal 10 Value, mal 5 Value, weil die es irgendwie kalkulieren wie, keine Ahnung, ich irgendwie und ich hatte öfters eine 5 in Mathe, das ist krank. Also Changing the prices of shop Million Information, Clash Royale, the same book of cards, a different price on different accounts. Ja, das ist ein Skandal. By the way, das wissen viele von euch nicht. Ich möchte dieses Skandalthema aufmachen, damit wir noch mehr haben zum Aufregen und ihr richtig sauer werdet. Nämlich, zurzeit ist ja so, dass diese Level 15 Elite Wild Cards Offers im Shop sind. Desto weniger Karten du auf Level 15 hast, desto teurer ist das Angebot. Also bei manchen kosten 50.000 Elite Wild Cards im Shop irgendwie 8 Euro. Bei mir kosten zum Beispiel nur 6 Euro, glaube ich. Weil ich halt relativ viele Karten Level 15 habe. Ist geil. offers if you are more susceptible to spending money. But have you ever wondered what is the worst deal ever offered by Clash Royale? Yeah. It's easy to say one thing is a terrible offer, but in this video, I hope to truly answer that question, as I've compiled a bunch of special offers in order to truly find out what is the worst offer ever offered by Clash Royale. Er ist der beste Typ. Wir packen uns mal nach oben. Aber er ist wirklich der beste Mann. Er hat einfach jetzt die Berechnung gemacht, was das schlimmste Offer in Clash Royale ist. Er ist der Mimi des Clash Royale Offer Scam The Skandals. first deal I have to talk about is paying 100 gems to Ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Also das war, glaube ich glaube, er redet jetzt über den Pass Royale. Gibt es das jetzt überhaupt noch einen Pass? Ich habe den Pass gerade durch, deswegen kann ich nicht checken. Aber gibt denn 100 Gems aus, um eine Passstufe zu dingsen? Okay, wobei, ich habe das sogar 1-2 Mal gemacht. Oh, shit. pass the next tier in Pass Royale. Honestly, I don't even know who is paying this to advance to the next tier, as this is up there as being one of the worst offers in Clash Royale. However, since it is 100 gems, it isn't on one of the highest spots in this list. I think they have removed it though. However, what I find to be worse is... Okay, er meint, es gibt es nicht mehr. Okay, ich weiß, dass ich es früher mal gemacht habe bei dem alten Pass ab und zu, wenn ich zum Beispiel neue Accounts hatte, neue Accounts gegemmt habe, fürs globale Turnier oder so, dass ich da oft das einfach durchgegemmt habe, um einfach die Truhen zu bekommen, für Gold. any sort of gems to buy cards from the shop. This includes... Digga! Das ist ein underrateder Scam. Das ist ein underratedes Angebot. Bro, es ist so geistkrank nervig. Ich will nicht wissen, wie viele Gems Supercell am Tag macht. Mit Usern. Ich habe locker schon Gems in einem Wert von 50 Euro gewastet, nur wegen diesen Piss-Angeboten im Shop. Es ist so nervig, weil ich einfach immer durchklicke. Zack, 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 zack. Oh ja, 3 Ballons für 1000 Gems. Geil, Digga. commons and epics. I don't even know why this is still a deal in the shop today, because I can't name a Habe ich auch im letzten Video, glaube ich, irgendwann mal angesprochen. Da hat Max, der Community-Manager von Clash Royale, selbst gesagt, er weiß nicht, warum es im Shop ist, im Dings ist. Es ist halt einfach nur Scam, Digga. Es ist einfach nur Scam. Es gibt keinen Grund so, warum. Da könnt ihr mir auch nicht mit irgendwelcher Data kommen. Boah, wahrscheinlich konnte ihr mir dann sagen, also, auf unserer Data sagt, dass irgendwie jeder 30. Spieler das kauft. Ja, aber jeder 30. Spieler fucking missklickt, Digga. single person that has purchased this. 50 gems for 100 commons, let alone e-bobs, is absolutely terrible, when you could request it a couple times and you'll have 100 elite barbarians in less Das ist so geisteskrank. than a day. However, what I find to be much worse than that is buying gold with gems. Since the Also, Real Talk, das ist ein übelster Scam. Du kriegst 100.000 Gold für 4.500 Gems. Digga, selbst 10.000 Gold für 500 Gems. Das ist so schlecht. Vor allem am Anfang, ja, was er jetzt auch wahrscheinlich sagt, ist, früher brauchtest du noch Gold, um Gegner zu suchen. beginning of Clash Royale, these offers have been available to purchase in the shop. In terms of value though, it is absolutely terrible. To give you an idea, 500 gems in Clash Royale costs $5. Okay, 500 Gems kosten 5 Euro, ja. Which means you are paying $5 to only get 10,000 gold, which isn't even Mittlerweile sogar 6 Euro. Also in Euro sind es 6 Euro bezahlst du für 10.000 Gold. Ja. enough to upgrade a single card to tournament standard. To make matters worse, even buying $100 worth of gems can only get you a max of 300,000 gold. Digga, das stimmt. Das ist geisteskrank. Bei uns 120 Euro. 120 Euro. Du gibst 120 Euro aus und kriegst 300.000 Gold. Bro, damit kannst du 3 Karten upgraden auf Stufe 14. Meaning that to upgrade 3 cards to max level, it would cost you $100 if you for some reason use gems to buy gold. Moving on to the special offers on this list, this deal costs around $11.50. This deal overall is not terrible, but it's still bad and deserves to be on this list. Warte, The reason die that this Value, deal is- ihr seht die Value nicht. Die Value ist mal 3.
Das ist die Value. Immer wichtig zu erwähnen. Especially bad now is because 100 common wildcards only costs 500 season tokens, meaning you can get Das kostet. 200 common wildcards for free using one day's worth of free-to-play. On Digga, es ist wirklich dieses, das ist so top of geil. that, Aber mittlerweile gibt es auch so viele Umrechnungswege, die es vorher gar nicht gab. Es gibt einen Season Shop, dann gibt es den Pass Royale. Das gab es ja vor so 5 Jahren gar nicht. Das heißt, Bruder, ich bin ja wirklich kein Mathe-Ass. Aber wäre ich, glaube ich, ein Mathe-Ass und könnte das noch besser berechnen, würde ich noch abgefuckter sein, Mann. Das ist wirklich 5 rare dumm. wild Dummheit schützt vor Aggression. cards cost 500 season tokens each, meaning in 4 days of free-to-play on the challenges, you Okay, 4 Tage can get Free-to-Play. 100 rare wildcards. However, the one thing that makes this deal Das heißt, ich muss 4 Tage for free, ich spiele 4 Tage und ich kriege das Angebot hier gefühlt umdingst. decent, still not good, is the 75 rare wildcards, which would be unrealistic to consider Epic. using the season shop, as you can only get 5 per 500 season tokens. Other than that, there are a few people that would buy this deal, but I don't think To be fair, das Offer, Bro, ich finde das Offer ist jetzt nicht so geistkrank scheiße. Es ist zwar scheiße, aber es ist jetzt nicht ultra scheiße. 11 $, 10 Schweizer Franken, ja. this deal is the worst deal in Clash Royale. And while you could argue that wildcards when they came out were worth a lot more because no one knew what they were actually worth, even if we considered 75 random epic cards, 100 rare cards and 200 common cards, this deal is still pretty bad. Ja, wenn man das halt so sieht, Digga, to be fair, hat er eigentlich recht, Digga. Es sind 200 verfickt nochmal. Ja, wobei, Digga, wenn ich halt ehrlich bin, so, diese 75 Hexen, die carry das eigentlich schon raus, Digga. 75, boah, ich weiß nicht, ob das Angebot so schlecht ist, Digga. Wenn ich ganz ehrlich am Überlegen bin, könnt ihr auch gerne mal erst in die Kommentare schreiben zu jedem einzelnen Angebot, was da aufgelistet wird. Aber ich finde diese 75 epischen Karten, klar, es ist jetzt nicht worth it, aber ich finde es jetzt nicht ultra beschissen. 75 epische Karten sind immerhin irgendwas. Bei, Digga, ist halt auch nicht mal ein Level. Ja, schwierig, Digga. Epic cards, 100 rare Schwierig, Digga, cards and schwierig. 200 common cards, this deal Hätte is ich mal auf still pretty Max. bad. You thought that paying 250 gems for 5 epics or 50 gems Also 250 Gems für 5 $, Bruder. Das ist auch geistig. Habe ich das gerade? Ich gehe mal kurz auf meinen Main-Account, auf meinen Second-Account, ob ich das da habe. Auf meinem Main-Account habe ich das nämlich nicht gerade ein Angebot. Heute ist ja auch Epic Sunday, stimmt. Epic Sunday ist ja gerade, wenn ich das Video aufnehme. Nee, ich habe da tatsächlich gar nichts. Nee, ich habe gerade kein Angebot. Sehr geil. for 100 commons was bad. This is what Clash Royale was offering as a special offer a couple years ago. I can kind Retro Royale. Wann war nochmal Retro Royale? 200 Gems für 50 Mini-Packers? 400 Gems, also knapp 5 € für 10 Prinzen, Digga. Wir haben vorhin uns über das Angebot lustig gemacht, was 11 $ gekostet hat, also wahrscheinlich 12 € oder so. Oder 13 €. Und sehen jetzt ein Angebot, wo irgendwie ein Zehntel davon oder ein Siebtel davon in Epic Cards die Hälfte kostet. Digga, was? of see why the mini P.E.K.K.A one is okay. By okay, I mean still awful, but at least one person will Ja. buy it. But the baby Ja, also Mini-Packer ist schon scheiße, aber das ist ein dragon Skandal. one and the prince one is unforgivable. It's pretty much Clash Royale saying that an epic is worth Das Geile ist an dem Video, ich kann mich an das Angebot gar nicht mehr dran erinnern. 40 gems each, meaning to max one epic using this calculation, you would need 17,080 Ich meine durch das Angebot. Ich kann mich an das Angebot gar nicht mehr dran erinnern. gems, since you need 400 Warum haben wir uns damals nicht so über Angebote aufgeregt? Ich glaube, Supercell hat ab und zu so Scheißangebote rausgebracht und wir dachten uns immer so wie Kacke. Aber, ja, irgendwann kam zu viel Scheiße raus, dass wir uns irgendwann, also das Supercell hat irgendwann war es zu auffällig, dass die Angebote scheiße sind, so. 127 cards to get an epic from level 6 to level 14. But once again, this deal is not the worst deal in Clash Royale. It's certainly terrible, but it's not the worst. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, Digga. Warum habe ich damals nicht schon Skandalvideos zu gemacht? This deal costs around 36 euros. Also, Bro, Digga, wenn ich drüber nachdenke, ist das halt auch ein harter Skandal, Digga. 36 € für 4 Monks. Which is around $40. I can kind of guess who this deal is targeted at. It's those who will never reach the arena when you unlock the monk, which is 6,500 trophies. But if that's the case, I would not pay $40 for pretty much only a level 2 monk. The only decent thing about this deal is they give you exactly enough gold to upgrade the monk from level 11 to level 12. But other than that, this Digga, ey, danke Clash Royale, wirklich Ehrenmänner, aber für 36 €, Bruder. deal is terrible. Bro, für 36 €, also, du hast halt nicht mal einen krassen Advantage mit dem Monk, du kannst ja trotzdem nicht spielen, gefühlt. For $40, you can get much better things than only 4 monks and some gold. Definitely worse than the last deal because it costs more, but in terms of value, it is ever so slightly better. Ja, ich finde es sogar noch besser. Oh, jetzt gehen wir rein in I would Aal. argue that the Elite Wildcard scandal was worse than the last offer. After announcing that Elite level would not cost any gold, Gold it will cost to go to level 15 and no gold! Supercell made Ich sag nichts, Digga. this offer, with it costing 150,000 gold for only 5,000 Elite Wildcards, which is only enough for a 10th of Elite level, as well as 3,000 gems for only 12,500.
Bro, Real Talk, das Gold-Offer ist für mich schon ein Skandal, aber ihr müsst auch immer überlegen, ich bin ja maxed out, ich brauche das Gold nicht mehr. Aber das Gems-Offer, das ist ein Skandal. Ein Viertel, als ob eine Karte auf Elite-Level 12.000 Gems wert ist. 100 Euro. Wow. Elite wildcards, and the worst of all, up to $15 for a single elite level wildcard, which is Es hat mal 12 Euro gekostet, okay, kostet es 12? Bei mir kostet es, glaube ich, 6. Fängt es wirklich bei 12 an? Wie viel kostet es bei euch, Chat? Schreibt es gerne in die Kommentare. 50,000 elite wildcards. This deal was terrible in every way. Digga, ich überlege gerade. 600 Euro für ein Max-Deck. Plus, du musst dir überlegen, es ist ja nur ein Level. Nur von Level 14 auf Elite-Level. Davor musstest du ja auch noch Geld ausgeben. 150,000 gold option was only Geil. enough for 1/10 of elite level on one card, meaning if you purchase 10 of them to get one card to level 15, it would Aber ich glaube, die wurden auch ein bisschen überarbeitet, die Dinger. Ich glaube, das ist nicht mehr so schlimm. Bin mir auch nicht 100% sicher. have costed you 1.5 million gold. To give you a comparison, to upgrade a single card from level 1 to level 14, it costs around 240,000 gold. And this deal implied that to upgrade one card one level, it would cost 1.5 million gold. But the gem option wasn't any better either. It implied that to upgrade Digga, das ist so geistkrank. Du dachtest immer so, Level 1 bis 14 ist das harte, ne? Aber von Level 14 auf 15 ist einfach das Sechsfache, Digga. Das ist so a krank. single card to the elite level, it would have costed 12,000 gems, which is almost $100 worth of gems. Even the best value option of the three, which was still terrible, implied that to upgrade your entire card collection, it would cost 1,635. 1600, jetzt denkt ihr von 0 auf 15. Nein, nur von 14 auf 15. 1635 Euro. Also Dollar. Moin Leute, Trimax hier. That is so bad that it is actually cheaper to buy a new Apple MacBook than to max your card collection in Clash Royale, and it demonstrates simply how pay to win this game has become. I don't think I have to emphasize just how bad this next deal is, but if you don't believe me, in the current season shop you can purchase 5 epic wildcards for 500 season tokens, meaning in 2 days of free-to-play, you can get 20 epic wildcards instead of paying almost the same amount for the old Pass Royale. Digga, wie broke war ich der Pass Royale damals? Junge, er sagt einfach, dass du, wenn du 4 Tage Free-to-Play spielst, es einfach umsonst bekommst, anstatt 5 Euro auszugeben. Bro, what the fuck? Free-to-Play ist ja, also... Diese Angebote sind ja wirklich so dämlich, Digga. Der Pass früher war so broken für einen Fünfer, Junge. All the previous deals look somewhat decent. Starting with the deal on the left, Clash Royale was expecting people to spend $20 for only 10 epic wildcards and 3 legendary wildcards, which isn't even enough to upgrade cards above level 10 to the next level. Keep in Digga, Alter, diese Joker-Angebote sind wirklich so Arschritze, weil du kriegst die immer aus dem Season Shop. mind, this was during the time the old Pass Royale was still available, and you could have gotten all of these plus more gold and other cards for free. Even if we consider the new season shop, which isn't amazing in terms of value, you can get 10 epic wildcards for 1,000 season tokens and 3 legendary wildcards for 4,500 season tokens, meaning for 5,500 season tokens, or around 6 days of free to play, you can get the required wildcards for this deal, showing you truly how bad the deal on the left is. But I would argue that the deal on the right is equally as bad as the one on the left. For $26, Clash Royale wanted people to buy 1 book of common cards and 55,000 gold. Again, while the old Pass Royale was still running, this deal was embarrassingly bad. Not only could you have gotten a book of cards every season for free, you could have gotten much more gold than 55,000 gold. Man hat ein Buch bekommen, ein Common Book for free. Das ist krank. From the chests of the free Kannst du jetzt auch kaufen für 30 Euro im Shop. Pass Royale tiers, and you wouldn't have to spend a single dollar on this entire deal, which in total was $46. For 10 champions, Supercell was charging $60, which means it implied the champions were worth $6 per card. To give you an idea of truly how bad that is, if it takes 31 cards to upgrade a single champion to level 14, then it would have costed $186 per champion, and in this deal you were only limited to either the Mighty Miner or the Archer Queen. Luckily for Clash Royale, they happen to be the 2 best champions in the game. However, over $180 to upgrade a single champion to level 14 with this conversion rate is still absolutely terrible. If you thought spending over $1,600 on an upgrade to level 15 was bad, well, let me introduce you to a much worse deal. 8 champion wildcards for $55. 48 Euro für 8 Champions. If you need 31 cards to max out a champion, then it would have costed $220 to upgrade a single champion to level 14. And if we include the $15 for 50,000 elite wildcards, then it would cost $235 to upgrade a single champion to Das Ding ist, man denkt so, vielleicht Deck, vielleicht 2 Decks, vielleicht ein Deck. Nein, eine Karte. Eine Karte, Digga, what the fuck? level 15. And since there are 5 champions in Clash Royale, doing this 5 times would cost you over $1,175 for only 5 cards. Let that sink in.
You're probably wondering at this point, $55 for 8 champion cards seems like the worst deal of this video, but the unfortunate thing is it's not. We've definitely seen worse, and if these Black Friday deals don't prove that, then I don't know what. Black Friday Deals. Ist das nen Skandal? Will. Starting at the cheapest deal, according to Clash Royale, a rare book of cards and a magic coin are worth up to $90 US. But even at $15, this deal seemed like a slap in the face, especially since the past Royale at the time contained both of these, and even Du hast beide für 5 Euro bekommen damals. Du hast damals beide für 5 Euro bekommen. Digga. more items for only $5 US. Arguably worse in my opinion though, is $25 for only 200 epic wildcards and Ich schwöre, diese Arschbohrer in diesen Scheißangeboten sind so nervig, weil die verkaufen diesen scheiß Arschbohrer für 50 Euro jedes Mal. Niemand will diesen Arschbohrer haben, Digga. 10 chess keys. If we assume 200 epic wildcards to be a max value epic book of cards, then it's even worse of a deal, since the epic book of cards could have been won for free from the free pass royale tier. Du hast das damals for free. Digga, ich komme nicht drauf klar. Man denkt sich ja immer so, der alte Pass vergehen zum neuen Pass ist Scam. Aber wenn man nochmal so diese ganzen Angebote anschaut, wie er es das jetzt hier wirklich gut macht, dann ist das ja noch skandalöser. And at that point, paying $25 for pretty much only 10 chess keys is absolutely garbage. And finally, the most expensive of the lot by quite a margin is a $100 offer for 200,000 gold, 5 champion wildcards and 15 legendary wildcards. This deal makes the 8 champion wildcard for €48 deal look good. Not only do you only get enough champion wildcards to upgrade a champion up to level 13, only 2 level ups, you only get enough legendary wildcards to upgrade a legendary up to level 13, not even max. Die haben es extra so gemacht, dass du dein Dings nicht mal max upgraden kannst. Oder würden die so viel Zeit und Energie reinstecken in ihre Updates, wie irgendwie Leute so zu dingsen. Out a legendary. And the worst part of this deal is that if you were close to being a max player, then you could have literally gotten 2 book of books, 2 magic coins, and 2 book of cards of any rarity from only 2 past royales, which would have costed $10, and provide more value since the book of books can cover up to 20 champion Ein Zehntel des Preises und du kriegst mehr Value. Für einen Zehntel des Preises und du kriegst noch mehr Rewards. wildcards and 20 legendary cards. Another sad thing about this deal is that Clash Royale added a 6 times value multiplier to it, and they were selling these as Die wollen mir sagen, dass es $600 wert ist und die wollen mir das auch noch verkaufen an einem Black Friday Deal. Black Friday deals, which means they thought it was actually a good deal. If you thought that Supercell nerfing the past royale was bad, let me introduce you to this deal that was still running while the old past royale was still a thing. Over $55 for a single magic coin, 250 rare wildcards, and 55,000 gold. If we compare this to even the free old past royale, from the chests of the free tiers you could get 60,000 gold for free per season. Digga, so that already eliminates ich kann mich an die ganzen Angebote gar nicht mehr erinnern, Digga. Was ist denn das für eine Scheiße? the 55,000 gold in this offer. On top of that, the free pass would also provide you with a free book of cards at tier 35, which I would consider to be better value than 250 rare wildcards, as it was clear that this deal was targeted at players who already have quite high card levels, and a book of card would have provided really good value. The only thing that you couldn't get for free on this deal was the magic coin, but by paying only $5, you could have gotten a magic coin plus a book of books and much more rewards. Overall, this deal was absolutely terrible, as its real value is probably about $2 to $3, but Clash Royale was looking for $55. If you thought that the last deal was bad, let me introduce you to this book of cards sale that Clash Royale was running. Digga, war das echt so? Following the magic update. Starting at the cheapest, Clash Royale was expecting people to pay 2,000 gems for a single rare book of cards, which if we consider to be up to 1,250 cards to get a rare card from level 13 to 14, it would have come to over a gem per card, and this is at its highest value upgrade. 2,000 gems is also valued at around $15 to $20, meaning that a single upgrade for a rare card would have costed almost $20, but it gets worse. The epic book of cards was valued at 5,000 gems, which in real life money is $40. The conversion rate gets better for gems to real dollars the more money you spend. This also meant that since there are 29 epic cards in Clash Royale, to upgrade each card for level 14 using this conversion rate would have costed over $1,160 for only epic cards, and this is only one level from 1000 für eine epische Karte von 13 auf 14, level 13 Bruder. to level 14. Worst of all though is the legendary book of cards, which Clash Royale was charging over $60 for a single upgrade for a card. The worst part of this deal however was not only was this considered to be a sale, but also because Clash Royale was advertising that there was 5 available, as if they were expecting people to pay 72,500 gems on buying all the stock, which
72, okay. Wer zum Fick? 72.000, ich check's nicht. mind you, is over $500. This would for sure be the worst deal offered ever if it weren't for the fact that no one, not even Clash Royale themselves, knew the true value of Book of Cards at its release, since it was such a new concept. I feel like I couldn't properly complete this video if I didn't at least include any of the congratulations for reaching a new arena. Also, Digga, das war ja auch noch da. Because recently they've been atrocious. For over $65, Clash Royale was encouraging someone who just entered a new arena to buy 4,000 common cards, 1,200 rare cards, 120 epic cards, and only 2 legendaries. I know that there have been somewhat worse value deals earlier in this video, but what makes this deal, in my opinion, the worst deal in Clash Royale is the randomness of it for every player. To show you what I mean, look at these deals. Some players would sometimes get trade tokens or a different amount of cards, or in some cases even a magic coin. And the fact that it appeared in every arena after arena 10 or 11 means that if someone were to buy it all the way up to arena 23, you would spend around $900. And what makes this deal even worse is the cards you got in the deal were barely enough Das ist so krank. to upgrade common, rare, and epic cards to level 12, assuming you unlocked it at the arena you just entered. And it was only enough to upgrade a legendary card to level 10, which in higher arenas Du musst, das ist so krank, du gibst so viel, du gibst 1.000 Euro aus, um nicht mal Max-Karten zu haben. just isn't competitive enough. I Nicht mal haven't even close. mentioned that the deal doesn't account for the gold cost to upgrade these cards, so it's even worse. Overall, Stimmt, hast ja nicht mal genug Gold. Was bringen dir die ganzen Karten, wenn du sie nicht mal upgraden kannst? Gibst trotzdem 1.000 Euro aus. this deal has so much bad about it that it's hard to even see what's good Mal about 4 it. Value. I think that this is definitely the worst deal in this video, and in my opinion, it is the option for the worst deal in Clash Royale. But I feel like Ich sehe den Punkt. Ich sehe den video, Punkt. and in my Digga, du hast halt nicht, du kriegst die Karte nicht mal ansatzweise auf Max und gleichzeitig mal 4 Value und gleichzeitig nicht genug Gold, um sie überhaupt ansatzweise zu upgraden. opinion, it is the option for the worst deal in Clash Royale. But I feel like the Book of Cards, Magic Coin, and 250 rare wild cards, as well as the Gold and Black Friday deals, come pretty close in terms of how bad it is. I plan to make a second part to this video, as I know there are so many bad deals in Clash Royale, but I didn't. Bitte mach einen zweiten Part. Ich werde auf jeden Fall seinen Kanal verlinken. Ich muss wirklich sagen, was ist eurer Meinung nach der schlechteste Deal der Clash Royale Geschichte? Ich muss wirklich sagen, wenn ich sagen muss, was ist der schlechteste Deal? Ich würde sagen, boah, das ist so schwierig, aber dieses Bücherangebot nach dem Update, das ist schon krank. Das ist schon krank, aber das letzte Angebot hat auch was. Auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und, Digga, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Geiler Typ. Checkt ihn auf jeden Fall aus, Abo da lassen. Ey, was war das?